Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem VW Caddy Motorcode BLS 77 kW, Baujahr 2010, 1,9er TDI, Diesel, Euro 4. Bei dem Motor wollen wir einmal den Luftfilter wechseln und wie man das Ganze wechseln kann, würde ich euch gerne zeigen. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, los geht's. Wir nehmen einen Kreuzschraubendreher oder Bit und schrauben hier die Schrauben ab. Wie viele Schrauben waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Und heben das Ganze einmal hoch. Und dann kommen wir auch schon an den Luftfilter dran. So sieht das Ganze einmal aus. Dann könnt ihr das Ganze gegebenenfalls, je nachdem wie dreckig das bei euch ist, auspusten, aussaugen, am besten aussaugen. Wenn ihr pustet, dann wichtig, ansaugseitig zum Luftmassenmesser Lappen hinmachen, damit ihr keinen Dreck reinpustet. Den neuen Luftfilter rein, das Ganze wieder zumachen. Ja Leute, und so in etwa kann das Ganze aussehen. Und ja, wechselt den Filter regelmäßig. Warum? Weil erstens, wenn ihr den nicht regelmäßig wechselt, verstopft er. Dadurch kriegt der Motor weniger Luft. Dadurch muss er mehr Sprit reinmachen, damit er die volle Leistung hat. Dadurch werden Bauteile belastet, wie zum Beispiel der Luftmassenmesser. Wird dann heißer, größere Bauteilbelastung und dann fangen an, weitere Bauteile kaputt zu gehen. Ja, Wechselintervall. Meine Empfehlung ist, macht es bei jedem 3. bis 4. Ölwechsel, also quasi alle 60.000 oder 4 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Ihr könnt aber natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, wann ihr empfehlt, den Luftfilter zu wechseln oder wie oft ihr den wechselt. Und so als Faustregel, Formel, bei jedem 3. Ölwechsel oder bei jedem 2. sogar, ist es zu empfehlen, das Ganze zu tauschen. Und ja, so kann das Ganze aussehen. Kauflinks alles unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr eine Reparatur oder ein Angebot für Service, sämtliche Sachen benötigt, unten checkt mal die E-Mail ab. Unten in der Videobeschreibung ist eine E-Mail, carstudio@gmx.net. Da könnt ihr gerne einen Fahrzeugschein hinschicken und dann machen wir euch ein Angebot fertig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!